Kennst du das größte Problem der Menschheit? Und ich weiß, du gehst jetzt sicher davon aus, dass du nicht von diesem Problem betroffen bist. Halte mal ganz kurz inne und stell dir wirklich die Frage, ob du wirklich davon ausgegangen bist. Und genau das ist das Problem. Denn du kennst das Problem noch gar nicht. Es gibt also einen Mechanismus in unserem Geist und dieser Mechanismus versucht und tut alles dafür, uns vor negativen Emotionen zu schützen. Also er hat in Wirklichkeit Angst vor der Angst. Dies kommt von unserer Kindheit, denn jeder von uns hat in der Kindheit etwas erlebt, wo wir Angst empfunden haben. Und durch diese Angst haben wir eine Angst vor Bestrafung entwickelt. Und diese Angst vor Bestrafung, ja, Bestrafung ist im Grunde nur eine Angst vor der Angst, vor negativen Emotionen, hat dazu geführt, dass wir uns verstellt haben, dass wir Muster entwickelt haben, Verhaltensweisen, dass wir Masken tragen und jemanden spielen, der wir nicht sind. Und diese Verhaltensweisen, die wir uns in der Kindheit antrainiert haben, haben wir übernommen und laufen damit durch die Gegend rum und übertragen diese Verhaltensweisen in unseren Job, mit unseren Arbeitskollegen, in unseren zukünftigen Beziehungen, in unsere Ehe und so weiter und haben eben diese Mechanismen und leben damit. Wir haben also gelernt, uns zu verstellen, wir haben gelernt, uns zu verbiegen, wir haben gelernt, dass es wichtig ist, anderen es recht zu machen, weil wir Angst haben vor ihren Reaktionen. Also im Grunde sind wir wie Schauspieler und haben Masken aufgesetzt und laufen mit diesen Rollen rum, die wir eigentlich nicht sind und spielen jemanden, der wir glauben zu sein. Und jetzt mal eine Frage, sei mal bitte ganz ehrlich zu dir selbst. Wie oft hast du dich in Beziehungen wirklich verstellt? Wie oft warst du wirklich komplett authentisch? Ja? Und wie oft hast du etwas nicht gesagt, was du eigentlich sagen wolltest? Wie oft hast du etwas nicht getan, was du eigentlich tun wolltest? Und wenn dies auf dich zutrifft, dann kann ich dich beruhigen. Du bist nicht der Einzige. Wenn du unzufrieden mit dir selbst, mit deinem Leben oder mit anderen Menschen bist, wenn du eine Form von Mangeldenken hast, woraus sich oft finanzielle Probleme und Sorgen bilden, oder wenn du das Gefühl hast, nicht genug zu sein, was schlussendlich auch auf Mangeldenken beruht, wenn es dir zum Beispiel nicht konstant gelingt, in der Liebe, in der Freude, in der Glückseligkeit, im Frieden zu sein. Ja, du kämpfst dagegen an, du willst dich glücklich fühlen, aber du bist immer noch gefangen im menschlichen Bewusstseinszustand, wo du Opfer der äußeren Ereignisse bist, auf Ereignisse reagierst. Wenn du gegen die Ereignisse im Leben, im Außen ankämpfst und die äußeren Umstände, die dir widerfahren und die Dinge die ganze Zeit nicht akzeptieren kannst, also in der negativen Bewertung bist, ja, und damit nicht klarkommst. Und wenn du konstant im Jetzt sein willst, aber deine Gedanken drehen sich die ganze Zeit in der Vergangenheit oder in einer potenziellen Zukunft und du dadurch eben eine Gedankenspirale erzeugst, die nicht mehr aufhören kann, dann kennst du die 10 Geheimnisse für ein glückliches Leben noch nicht. Keine Sorge, ich werde sie dir gleich verraten. Und du wirst es nicht glauben. Es gibt tatsächlich Menschen unter uns, diese Menschen, die haben kein Mangeldenken. Diese Menschen sind konstant glücklich. Wenn man sie sieht, die strahlen im Gesicht. Sie haben diese ganzen Probleme, die wir westlichen Menschen haben, nicht. Und du glaubst es vielleicht, diese Menschen leben im Himalaya, in irgendwelchen Höhlen und meditieren dort. Oder sie sind irgendwelche Schamanen in Amazonas, haben eine andere Kultur und sind anders erzogen. Nein, das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach eine andere Denkweise haben, die eine andere Programmierung haben. Mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach, ich bin YouTuber und Autor vom Buch Das große Mysterium. Ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Bewusstsein, mit dem Thema Psychologie, Psyche des Bewusstseins, mit dem Thema, was Existenz angeht und forsche eben in diesem Gebiet und möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Als ich ein 7-jähriges Kind war, hatte mein Vater einen sehr schweren Autounfall. Und er kam dann ins Krankenhaus, war dann ein Jahr im Koma und danach noch ein weiteres Jahr im Krankenhaus und hatte Amnesie und konnte sich sozusagen an nichts erinnern. Vor seinem Unfall war er ein sehr liebenswürdiger Mensch, aber nach seinem Unfall war das ein anderer Mensch. Der hat sich komplett anders verhalten und leider erinnere ich mich nicht so sehr an die Zeit vor dem Unfall, wie er wirklich war, weil ich eben sehr jung war. Und als er schließlich nach
2 Jahren Krankenhausaufenthalt wieder zu uns nach Hause kam, hat sich in ihm etwas sehr, sehr Drastisches verändert, seine Persönlichkeit. Vom liebenswürdigen Menschen zu einem sehr aggressiven Menschen, ohne dass man ein Verständnis dafür hat. Ja. Und ich musste meine 3 Geschwister und meine Mutter vor ihm schützen und habe mich immer vor sie gestellt, und ich wurde dafür auch bestraft, und ich wurde sehr oft tagelang am Dachboden ohne Essen eingesperrt. Und das war kein Dachboden, wo man sagt, okay, das ist eh ausgebaut, sondern da waren sozusagen nur die Fliesen, die Dachziegeln drauf und Beton, Mäuse und Spinnen. Und es war sehr, sehr staubig und dreckig. Und dort habe ich tagelang verbracht, und ich hatte an diesem Ort viel Zeit, um über das Leben nachzudenken. Ich fragte mich, warum tut Gott den Menschen oder mir so etwas an? Ich fragte mich, warum ist die Erde nicht das Paradies, was ich mir erhofft habe? Ich erlebte, was es bedeutet, Hunger zu haben, was es bedeutet, nicht spielen zu können, was es bedeutet, das Leben nicht leben zu dürfen, was es bedeutet, eingesperrt zu sein. Und so entwickelte ich an diesem Dachboden eine sehr, sehr tiefe Sehnsucht. Eine Sehnsucht, das Leben zu verstehen. Eine Sehnsucht nach der Erkenntnis von Psyche der Menschheit, nach der Erkenntnis von Bewusstsein und ein Streben nach herauszufinden, wer ist dieser Typ, der da oben am Himmel sitzt und uns irgendwelche Geschichten hier erzählt, die so weird sind, dass es für mich sich sehr, sehr schlecht anfühlt. Ich wollte herausfinden, was hat es mit dem ganzen Thema auf sich. Und so entschied ich mich, mein Leben dem Thema Bewusstsein zu widmen und alles, was ich tue, darauf auszurichten, was ist Bewusstsein, diese großen Fragen des Lebens zu beantworten. Ich wollte um jeden Preis Unglück in Glück verwandeln. Und so begann meine Reise im Laufe der darauf folgenden 30 Jahre. In der Bewusstseinsforschung habe ich tausende Bücher gelesen. Ich habe viele Seminare besucht, ich habe Coachings besucht, ich habe sehr viele einzigartige Menschen kennengelernt, und ich habe Bewusstseinserweiterung auf sehr hohem Niveau betrieben, also mich selbst in andere Bewusstseinszustände gebracht, um eben hinter den Schleier zu blicken, um zu blicken, was steckt dahinter. Ich wollte die großen Fragen des Lebens beantworten. Und im Laufe dieses Weges, im Laufe dieser Forschung habe ich einzigartige Menschen kennenlernen dürfen. Und diese Menschen hat etwas Maßgebliches unterschieden von den normalen Menschen. Ich habe diese Menschen sehr ausführlich analysiert. Ich war vorher in meinem alten Job Gerichtssachverständiger, und analysieren kann ich sehr, sehr gut. Und habe im Laufe meiner Analysen Muster entdeckt. Und zwar 10 Muster, die sich festgestellt haben, dass die in jedem dieser glücklichen Menschen sind. Und habe diese Muster wirklich beleuchtet und habe sie angefangen in mein Leben zu integrieren und habe dann erkannt, wow, es macht etwas mit mir. Ich werde selbst im Laufe der Zeit zu einem glücklicheren Menschen. Ich werde selbst zufriedener. Und ich habe nicht mehr so viele Fragen, nicht mehr so viele Gedanken im Kopf. Ich kann das Leben viel besser annehmen und bin viel mehr in der Glückseligkeit und Freude. Und diese Muster nenne ich die 10 Life Secrets für ein glückliches Leben. Ich habe sie zusammengetragen in ein Programm. Ich nenne es Echo der Seele. Das Beste ist, ich habe nicht nur herausgefunden, was sind diese Muster, ich habe herausgefunden, wie jeder Mensch diese Muster übernehmen kann in sein Leben und glücklicher werden kann. Und vor allem die Zweifler. Und wenn du jetzt sagst, nee, mir wird das nicht klappen, denn ich bin ein hoffnungsloser Fall, ich versuche schon seit vielen Jahren etwas dagegen zu tun, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, dann gibt es erst recht Hoffnung für dich. Ich kann dir sagen, es geht darum, deine Wahrheit zu ändern. Denn du hältst fest daran, dass du ein hoffnungsloser Fall bist, und richtest dir damit durch diese Wahrheit eine mentale Firewall ein, eine Wand, und du kannst diese Wand nicht durchbrechen, weil du sie selbst erschaffen hast durch deine Wahrheit. Und diese Wand hindert dich daran, das eben zu erleben und zu fühlen, in diesen Zustand zu kommen. Ja. Und ich kann dir auch sagen, von wo diese Wand herkommt. Das musst du analysieren. Du musst herausfinden, hast du Angst vor dem Gefühl, dass du glücklich bist? Oder hast du vielleicht das Gefühl, dass du es nicht verdient hast, glücklich zu sein?
Ja. Da gibt es viele Gründe, das werden wir uns dann in Echo der Seele detaillierter anschauen. Und wenn du das Gefühl empfindest, dann ist es erst recht ein Grund, dass du die 10 Geheimnisse kennen solltest, um selbst dich von dieser Wand zu befreien. Denn ich finde, es ist unser Geburtsrecht. Es ist unser Geburtsrecht auf diesem Planeten, dass wir glücklich sind, dass wir in einer paradiesischen Zustand leben und in einer paradiesischen Welt. Und genau das ist der Grund, warum wir den freien Willen haben. Wir haben den freien Willen, dass wir selbst unsere Entscheidungen ändern können. Und wenn wir diese Entscheidungen ändern, frei wählen, dann werden wir diese Muster durchbrechen und können uns sozusagen auf etwas Neues einlassen, etwas Neues lernen. Und das neue Wissen führt in der Regel immer zu einem neuen Zustand. Und der Zustand ist das, worum es hier geht. Wenn du in einem Jahr zurückblickst auf diesen Moment, dann wirst du ein anderer Mensch sein. Du wirst zurückblicken und dir selbst danken, dass du die Entscheidung getroffen hast, diese 10 Geheimnisse kennenzulernen und deine ganze Wahrheit, deine Realität und deine ganze Zustand, den du empfindest, verändert zu haben. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was kostet Echo der Seele? Was kosten diese 10 Geheimnisse? Nichts kosten sie, denn ich habe im Leben erkannt, dass es nicht im Leben um mich geht. Es geht immer um die anderen. Denn die anderen sind eine Reflexion von dir selbst. Und deswegen dreht sich alles um die anderen. Und wenn du glücklicher werden willst, dann ist es meine Aufgabe, dich glücklicher zu machen. So werde ich glücklich. Denn ich erlebe Glück, ich fühle Glück, wenn ich durch die Straßen laufe und Menschen sehe, die lächeln, Menschen sehe, die strahlen, die vor Freude tanzen. Weil ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal wie ein Kind dich einfach losgetanzt? Ja? Wenn wenn du eine Pizza bestellst und der Pizzabote kommt und die Kinder fangen zu tanzen an, dann weißt du, wenn du dir die Frage stellst, okay, warum mache ich das nicht mehr? Ja? Oder wenn du vor der Dusche sitzt und zum Singen anfängst und zu lachen anfängst und zu tanzen anfängst, dann hast du das Kind verloren. Ja? Du bist zu sehr im Verstand. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kommen wir wieder zurück zum Bewusstsein des Kindseins? Und das ist genau das, worum es hier geht. Darum geht es mir. Das ist meine Motivation. Das ist der Grund, warum ich das Buch Das große Mysterium geschrieben habe, warum ich so viele Videos auf YouTube produziere, warum ich solche Kurse wie Echo der Seele gemacht habe, dass ich mich einfach daran erfreue, wenn ich anderen Menschen helfen kann, dass sie sich noch mehr erfreuen. Denn ich finde, jeder von uns hat einen Beitrag zu leisten auf diesem Planeten, einen Beitrag, dass wir alle glücklicher werden und sozusagen im Organismus, in diesem großen Organismus des Universums, einen großen Bewusstseinslicht in die Dunkelheit bringen. Melde dich also jetzt neben diesem Video kostenlos an. Du bekommst sofort Zugang zu diesem Kurs, komplett kostenfrei. Und wenn du das getan hast, dann wirst du Folgendes lernen. Du wirst lernen, wie du die dir widerfahrenen Ereignisse vollkommen annehmen kannst. Dadurch kommst du in den Frieden mit dir selbst, einen Frieden mit anderen Menschen und den Frieden mit der ganzen Welt. Du wirst sozusagen aufhören, gegen das Leben anzukämpfen und eine Haltung der Hingabe nehmen. Dann wirst du lernen, wie du aus dem imaginären Mangeldenken herauskommst. Dies wird nicht nur deine finanzielle Situation begünstigen, sondern auch dein inneres Gefühl, nicht genug zu sein. Du wirst lernen, wie du konstant das Gefühl der Liebe, das Gefühl des Friedens, der Freude, der Glückseligkeit in dir fühlen kannst, aktivieren kannst und die ganze Zeit in diesem Zustand schweben wirst. Wie du dich aus diesem Gedankenkarussell befreist und die ganze Zeit nicht mehr an die Vergangenheit oder an eine potenzielle Zukunft denken musst, sondern dich konzentrieren kannst, deine Achtsamkeit auf diesen gegenwärtigen Moment richten kannst und so viel mehr dein wahres Selbst ausdrücken kannst. Schließlich wirst du lernen, wie du ein glücklicher und zufriedener Mensch sein wirst. Du wirst irgendwann, und dieser Punkt wird kommen, am Sterbebett liegen und zurückblicken an diesen Moment, wo du jetzt gerade dieses Video gesehen hast und dir selbst danken für die Entscheidung, dass du diese 10 Geheimnisse gelernt hast und in dein Leben integriert hast. Du wirst dann nur noch eine Sache denken. Wow, das war so eine gute Entscheidung und ich möchte dasselbe nochmal erleben. Das ist wie so ein guter Film, den du dir gern noch ein zweites Mal ansehen wirst. Und das ist das Meisterwerk deines Lebens, denn wir schreiben alle mit unserem Leben, mit jedem Tag, den wir leben, eine Geschichte in unserem Buch des Lebens. Und dieses Buch ist verfilmt worden. Und dieser Film,
Du lebst diesen Film gerade. Und die Frage ist dieser Film, den du gerade lebst, inspirierend für andere? Ist er eine Inspiration, eine Quelle der Freude für dich selbst und für andere? Wenn nein, dann wird es jetzt Zeit, dass du dir diesen Kurs unbedingt ansiehst und die 10 Geheimnisse kennenlernst und in dein Leben integrierst. Und so lade ich dich ein, aus deinem Leben ein episches Meisterwerk zu machen. Ein Leben zu führen, wo du nicht nur dein eigenes Glück im Vordergrund hast, sondern erkennst, dass das wahre Glück im Glück der anderen zu finden ist. Das Leben ist da, dass wir andere inspirieren, dass wir andere dazu bewegen, noch mehr Freude, noch mehr Liebe, noch mehr Glückseligkeit in sich zu fühlen. Triff jetzt eine Entscheidung, die dein Leben nachhaltig verändern wird. Ich möchte dich begleiten zu Echo der Seele. Und ich freue mich sehr, dich gleich dort zu sehen und dir diese 10 Geheimnisse vorzustellen. Ich freue mich sehr, mit dir diesen Weg zu gehen auf eine Entdeckungsreise zu dir selbst.